Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Herzlich willkommen im Jahr 2026 zu Modern Talking einfach anders, der offizielle Podcast von und mit Thomas Anders, dem Gentleman of Music, den ich heute zum ersten Mal im neuen Jahr sehe. Es ist Ende Januar, der erste Monat ist schon fast wieder rum, aber du siehst natürlich wie immer erholt und gut aus und kein Jahr älter. Hallo Thomas! Unendliche Weiten. Hier ist Raumschiff Enterprise, Logbuch 1027 und wir sind auf der Mission, um die Galaxie zu retten. So ähnlich, Ja. ne? Klang das gerade. So 2026, wir sind da hier. So ein bisschen. So, ja, war so. Aber wenn ich das jetzt so erzähle, ich meine, ich war nun ein tierischer Fan von Raumschiff Enterprise, ich weiß nicht, ob du auch, aber das haben wir so Ja, in den natürlich, ich 70, auch. in den 70ern geguckt und hätten die damals gesagt 2026, hätten wir gedacht, boah, das ist ja noch so weit weg und Kunstland, wir beide sind immer noch da. Ja, Ist doch super. wir sind immer noch da. Ja, du bist ja mehr da als denn je. Also du hast hier einen Mega-Hype, da kommen wir also gleich noch dazu. Aber erstmal freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr uns hier treu geblieben seid. Auch im neuen Jahr wird es wieder ganz viele spannende Hintergrundberichte geben. Wir nehmen euch wieder mit um alles, was hier rund um Thomas Anders passiert. Und es war ja jetzt auch Silvester. Warst du nicht zu Hause? Wo warst du denn an Silvester? Natürlich am Arbeiten, so wie ich das fast immer an Silvester mache. Ich nehme mir eigentlich immer so alle 9 bis 10 Jahre eine Auszeit an Silvester und sage, ich möchte mal oder mit meiner Familie zusammen feiern und sowas. Aber das ist immer, Silvester ist natürlich auch eine Hauptarbeitszeit für mich. Und es gibt so viele Menschen, halt eben gerade im Gesundheitswesen oder in der Gastronomie, die auch arbeiten müssen. Also es gibt Schlimmeres. Ich muss dazu sagen, Silvester ist für mich nicht so wichtig. Weihnachten definitiv, da gibt's keinen Job. Und ich war im letzten Jahr in Polen und hatte eine ganz, ganz tolle Fernsehshow. Und es war wirklich eine super Fernsehshow, weil auch die Umstände wirklich sehr, sehr angenehm waren. Also es war jetzt nicht zu kalt. Okay, da kann niemand was für. Es ist ein Unterschied, ob man bei -1 Grad oder bei -15 Grad auf der Bühne steht. Das weiß man ja vorher nicht. Aber es hat Spaß gemacht und ich bin dann im Grunde am 1. Januar nach Hause geflogen und am 2. ging es dann nach Dubai. Tja, auch jetzt also mal kurz heimgeflogen und dann ging es weiter nach Dubai. Ich habe ja so ein paar Ausschnitte gesehen von dem Konzert in Polen. Ist ja alles dann hier international und das sah schon ziemlich cool aus. Ich glaube, du warst auch am 1. Januar 2026 weitaus nüchterner als ich. Ich habe mit der Nachbarschaft gefeiert. Erinnerst du dich noch, es gab so eine Zeit in den 90ern oder war das Anfang der 2000er, wo man so grünen Wackelpudding mit Wodka gemacht hat? So Shots, so Wackelpudding-Shots, oder ist das an dir vorbeigegangen? Das ist an mir vorbei. Du meinst Waldmeister, diesen... Genau, also Waldmeister, aber nicht Brause, sondern richtig Wackelpudding, also so diese Masse. Ja, ne, so Wackelpudding. Waldmeister, Und Wackelpudding, Waldmeister in grün. Und das eben mit Wodka. Also das wird quasi schon so hergestellt, ne? Mit ganz viel Wodka da reingeschüttet und dann hast du halt diese Masse wie Wackelpudding und das ist so als Shot trinkst du dann so ein Ding. Und wir hatten da vielleicht jeder so 5, 6 von diesen Dingern und ich kann dir sagen, so 20 nach 12, 0 Uhr war hier Schicht im Schacht, war die Party aufgelöst, weil alle rabendicht waren von diesem Zeug. Also so Zucker und Wodka. Klar. Haut ja rein. Das ist die Hölle. Ich bin ja gar nicht so ein Freund von sowas. Also nicht, dass ich das nie gewesen wäre, um Gottes Willen. Also ich kann mich noch an Zeiten in Südfrankreich erinnern, da gab's Tequila Pop und da war auch irgendwann der Filmriss vorprogrammiert. Aber ich trinke sowas überhaupt nicht mehr. Also ich trinke, wenn überhaupt, wenn ich irgendwo bin und wenn man mir auch die Cocktailkarte hinlegt, am Ende komme ich zu einem Gin Tonic
oder ich trinke einen Weißwein. Ich trinke das nicht mehr, aber halt eben durch den Zucker, genauso wie du sagst, verstärkt es das Ganze. Und Wodka trinke ich so gut wie nie, weil ich habe mal eine grausame Erfahrung gemacht. Das war Ende der 80er, war ich in Russland mit ein paar Shows und bin mit meinem Promoter im Nachtzug gefahren und wir hatten so ein 3-Liter-Kanister Wodka hatten wir in dem Abteil. Und also nicht in meinem, ich hatte mein eigenes Abteil, ich muss dazu sagen. Aber man ist ja gerne halt eben Kumpel zusammen und man bespricht sich. Ich weiß nur noch, dass wir uns nur noch Blödsinn erzählt haben. Und Gott sei Dank hatte ich am nächsten Tag einen Day off. Musste nicht. Ich habe den Tag auch gar nicht richtig wahrgenommen. Es war so. Und das war für mich mehr oder weniger der Abschied von Wodka. Ich habe Wodka danach nie wieder getrunken. Da war ich geheilt. Also wir haben ja an Silvester, ich trinke ja sowas normalerweise auch nicht. Das Ach hat halt ja, die Nachbarin das mitgebracht, sagt er ja. jetzt, ja. Wir haben vorbildlich den guten Thomas Anders Sekt getrunken. Ja, der geht ja runter wie Öl. Dazu gab's noch den Thomas Anders Grauburgunder. Also von daher, wir waren gut ausgestattet und das haben wir die ganze Zeit zum Raclette und so gemacht. Und dann kam die halt mit ihren komischen Wackelpudding-Dingern und ich kann es nur darauf schließen, also von deinem Sekt und deinem Wein passiert das normalerweise nicht, dass man dann einen Filmriss hat. Nein, das kann nur dieses Wackelpudding-Zeug gewesen das sein. Zucker, das haut dir sowas von rein. Also ich hatte es nicht, weil ich kann dir ehrlich sagen, ich hatte um 0:15 Uhr meinen letzten Auftritt und lag um 1 Uhr nachts lag ich im Bett. Ach komm. Naja, du musstest ja dann auch wieder zurück. Du bist ja dann. Und warum, Ich musste ja nach was Dubai. war dann, du musstest ja nach Dubai, wo es ja wahrscheinlich auch temperaturmäßig sehr angenehm war. Ja. Ja, also war das dann so ein bisschen Mischung aus privat mit deiner Frau und Jobkonzert oder wie war das? Ja, also Claudia war dabei. Sie war noch nie vorher mal in Dubai. Ich war ja schon mehrmals da. Und es war anstrengend. Es war richtig anstrengend. Und ich muss sagen, wir waren 6 Tage dort und ich habe noch nie so schlecht geschlafen wie in diesen 6 Tagen. Weil diese Stadt mich komplett ausgesaugt hat mit ihrer Energie. Und da habe ich wieder gemerkt, wie energetisch ich auch bin. Normalerweise, ich bin ja jetzt nicht so ein Esoteriker, bla 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 und sowas. Nein, aber diese Menschen, diese Autos, diese Lichter, dieser Beton, wir waren halt eben zuerst im Sofitel und haben in Downtown im 5 Sterne und haben dann aus dem 21. Stock runtergeguckt und es waren 7 Spuren die eine Richtung, 7 Spuren die andere Richtung. In der Mitte ging halt eben die Bahn. Und morgens um 4 noch voll mit Gehupe und mit Licht und sowas. Und wir sind dann halt eben, als die Show vorbei war, privat ins Atlantis gezogen. Und das auch Menschenmassen ohne Ende in Motel 38 Restaurants. Und das ist alles top Luxus, aber es hat mich erschlagen. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin da nicht so. Wenn man da ein tolles, kleines Boutique-Hotel hat, ich brauche nicht am Frühstücksbuffet 27 Honigsorten und 38 Wurstsorten und was ich. Nee, das reichen 2 und die sollen lecker sein. So und nicht, also es war hochinteressant. Ich sage auch nicht, dass ich nie wieder nach Dubai gehe. Doch, ich werde halt eben auch in diesem Jahr noch mehrmals nach Dubai gehen, auch beruflich. Aber es ist nicht meine Welt, wo ich sage, ich fliege da jetzt für Urlaub hin.
Da sind ja auch alle total heiß auf diese Malls, ja, wo es dann immer Wir waren in in die keiner Mall. geht. Wir haben wirklich in unseren 6 Tagen, wir haben insgesamt, ich glaube, 3 Stunden am Strand, wenn es hochkommt, 3 Stunden am Strand gelegen. Wir kamen gar nicht dazu. Wir waren erschlagen. Wir waren in keiner Mall. Ich habe keinen Cent ausgegeben für irgendwelche Shopping-Trips oder sowas. Ich war einfach nur müde. Das ist dort auch total irre in diesen Malls. Also ich sag mal, shoppingmäßig, also Dubai, das war das einzige Mal, wo ich gesehen habe, dass vor einem Chanel-Laden eine ewig lange Schlange war. Also da gehen die Leute schon hin und zahlen ein Vermögen für Accessoires, Handtaschen, sonst was und sind aber bereit, sich auch in eine Riesenschlange zu stellen und das in Dubai. Also das fand ich Also das total solltest du krass. mit mir machen. Noch nie in meinem Leben habe ich für irgendeinem Luxusstore eine Sekunde angestanden. Weil entweder rufe ich den Geschäftsführer an und sage, hast du einen Knoten im Kopf oder was ist? Ich werde doch nicht hier bei dir reingehen, um viel Geld auszugeben, damit ich mich 2 Stunden anstelle. Ich glaube, du hast einen Knall nicht gehört. Ja, Nie aber in meinem Leben werde ich es tun. Das kannst du bei diesen Stores aber so sehen. Aber ich sag mal, das Wetter war doch bestimmt fantastisch, oder? Das war, oder war das schon? Wir hatten so 26 Grad. Aber sobald die Sonne weg war, war es sofort kalt. Das muss man auch sagen. Also da brauchtest du sofort irgendwie eine leichte Jacke und sowas, was aber nicht schlimm war. Das Wetter war super. Also das ist auch faszinierend. Das ist auch was die da aufgebaut haben in 30 Jahren. Aus dem Nichts, aus der Wüste. Ja, aber wenn ich dann denke, ich war jetzt im letzten Sommer in Portofino. Ich war in meinem Leben egal, in der Schweiz, auch in Deutschland, wo Geschichte ist. Ich glaube, man wird Dubai in 100 Jahren anders bewerten. Aber für uns ist es einfach eine andere Welt. Und ich habe mir sagen lassen, also ich habe mich da wir waren eingeladen, ganz viele, ich habe mir sagen lassen, dass Abu Dhabi viel bodenständiger ist. Also nicht so over. Und Das kann ich bestätigen. Also mir gefällt Abu Dhabi besser als Dubai, muss ich ganz ehrlich sagen. ich war noch nie in Abu Dhabi, ich kann da nicht mitreden. Aber es war so, das ist so, Dubai ist Ischgl und Abu Dhabi ist Lech. Also einfach mal ein bisschen relaxter und man muss nicht alles zeigen, was man hat. Also wir waren da wirklich in einem traumhaften Restaurant im 61. Stock, wo du halt eben direkt auf den Burj Khalif gucken konntest und du hast runtergeguckt und ich habe immer nur gesagt, ich bin nicht ich bin erst im 16. Stock, ich will nicht so weit runter gucken. Was ich sagen muss, ich habe in der ganzen Zeit in jedem Restaurant fantastisch gegessen. Es war alles top und die Menschen sind so freundlich. Da kann sich Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden. Das muss man sagen. Also wenn man, nicht nur im Restaurant, egal wo man hinkommt, man hat eine Frage, hätten Sie für mich einen frisch gepressten Orangensaft? Da kann dir schon in Deutschland passieren, ich muss mal nachfragen. Dort kommt, selbstverständlich. Und in 3 Minuten hast du es. Kann ich mein Steak medium well done haben? Antwort, aber selbstverständlich, so wie Sie es haben müssen. Ist der Wein auch gekühlt? Aber natürlich, keine Frage. Das ist wirklich Service hervorragend. Und was ich gehört habe, was mich natürlich ein bisschen stolz gemacht hat, die beliebtesten Gastarbeiter, also nennen wir sie mal Gastarbeiter, Arbeiter in Dubai sind die Deutschen. Oh. Weil die Deutschen gelten dort als Menschen, als Arbeiter, die haben Disziplin, denen ist nicht zu viel, die arbeiten wirklich
mit Nachhaltigkeit, mit Gedanken. Wir hatten einen Kellner am Strand, der uns dann gefragt hat, wo kommen Sie denn her? Und wir sagten, ja, wir kommen aus Deutschland. Also, Deutschland und Europa tut so viel für die Erhaltung der Umwelt. Das finden wir so großartig. Und da habe ich gedacht, okay, alles, was in Deutschland so scheiße ist, also wo die Leute sagen, das ist, was für ein Kack ist das, dafür werden wir im Ausland gelobt. Das finden die toll. Unsere deutschen Tugenden, jetzt werde ich ein bisschen altmodisch, die werden gefeiert. Man stellt Deutsche ein, nicht nur in der Gastronomie, sondern in der Architektur. Die sind gewissenhaft. Ja, klar. Hm. Die wissen, die lassen nichts durchgehen, wenn es gefährlich wird. Die machen nicht mehr, okay, ist egal, ob halt eben hier diese Stahlstange schräg ist oder nicht, einfach durch und nein. Also das ist eine positive Erfahrung. Ja, schön, wenn die solche Deutsche im Ausland erleben. Komischerweise, warum kriegen das die Deutschen dann im eigenen Land nicht mehr hin? Müsste man da mal fragen. Ach, du meinst doch, der was denn Prophet so im eigenen liegt. Land. Das ist nun mal so. Wir müssen selbstbewusster werden, mehr an uns glauben. Und so beschissen geht es Deutschland nicht. Ja, wir haben unsere Probleme. Jedes Land hat seine Probleme. Ich wollte jetzt auch nicht in Amerika leben. Punkt. Über was reden wir hier? Also, Wir müssen mehr an uns glauben. Ja, ich finde das ein sehr schöner Satz. jeder einen Teil dazugeben. Verstehst du das? Ja, da bist du ja auch ein blühendes Beispiel dafür, an Jetzt sich kommt's. glauben. Jetzt kommt's. Ja, also ich meine das jetzt total positiv. Ich meine, überleg mal, was du da jetzt im letzten Jahr, was du da abgerissen hast mit deinen 6 Alben, Thomas Anders Sings Modern Talking, das hat so keiner in Deutschland bisher gemacht. Also das ist völlig krass und da gehört natürlich auch jede Menge Disziplin dazu und du bist dafür ja auch geehrt worden. Es gab ja bei das war Schlager-Champions Genau, mit Florian ja. Silbereisen, da bist du ja überrascht worden. Ja? Wie war denn dieser Moment? Es gab es ja überall in der Presse, wurde es ja auch gezeigt und Video, wo plötzlich ging es mit 6 goldenen Schallplatten, kam da dein Produzent mit und bist da überrascht worden. Ja, ich wurde überrascht. Ich hab nie eine Sekunde darüber nachgedacht, dass so etwas möglich ist. Man muss Folgendes dazu sagen. Es war ja zum Teil in verschiedenen Publikationen, dass es alles nicht gerecht ist. Hallo, ich musste jetzt einfach sagen, das ist ein Projekt, so wurde es auch angemeldet. Und es sind 6 Alben. Und mit diesen Alben wurden knapp 100.000 physische Einheiten. Wir sprechen jetzt nicht von Streaming. Physische Einheiten verkauft und Gold ist in Deutschland 75.000. Und dann hat halt eben die Plattenfirma die Idee und sagte, dafür muss der Thomas Anders geehrt werden. Jetzt kann man natürlich auf so einen Award nicht eine goldene machen, weil das wäre ja viel verzerrter gewesen, als wenn man jetzt die 6 Alben drauf macht und sagt, für dieses Gesamtprojekt hat er so und so viele Einheiten verkauft und dafür bekommt er Gold, weil er nun mal in der Realität so viel verkauft hat. Und das ist der Punkt. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich an diese Form von Award niemals gedacht hätte. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und war auch sehr gerührt, weil ich dachte, das gibt es gar nicht. Und das ist halt eben nun für mich eine goldene Auszeichnung. Ich glaube, ich meine, im Gesamtverlauf die 8. goldene Auszeichnung, die ich bekomme in meinem Leben. Und da war ich sehr geplättet, also sehr baff. Ja, und da kannst du echt stolz drauf sein. Das ist mega, also wirklich mega Verdienst. Und die Leute wollen natürlich jetzt auch dich live sehen, sind alle schon heiß auf die Tour. Berlin ist schon ausverkauft. Ja, Ja? bin ich sehr stolz drauf.
meine Kollegin, die sitzt bei uns an der Pforte, hat gesagt, kannst du mal den Thomas Anders fragen? Ich wollte da diese zweite Kategorie in Frankfurt, die ist schon ausverkauft, ja. Kann man da nicht noch was machen? Da habe ich gesagt, natürlich, ich frage den Thomas. Der hat nämlich mit Sicherheit, der hat ja den Zahlplan, der hat da jeden Tag vor Augen. Ja, der ganz weiß, der klar. kennt jeden einzelnen Sitz auswendig. Ist doch so, oder Thomas? Ja, ganz klar. Der Kunzi hat mal wieder die ganz große Ding rausgelassen. Ja, Frankfurt geht auch auf ziemlich ausverkauft. Also da liegen wir auch ziemlich weit vorn. Und ja, vielleicht muss sie sich einen anderen Platz suchen. Aber dann sollte sie sich schnell entscheiden, weil ich glaube, dass wir auch am Ende in Frankfurt ausverkauft sind. Es gibt auch andere Städte, die auch sehr auf ausverkauft gehen. Und das ist ein schönes Gefühl und das macht mich auch sehr demütig. Wo ich sage, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Menschen das so annehmen. Und ich kann wirklich versprechen, ich arbeite momentan mehr oder weniger jeden Tag. Das Buch ist geschrieben. Ich arbeite an den Arrangements mit Christian und heute war auch ein Musiker bei mir, wo halt eben die Schnitte kommen und was mit Video gemacht werden muss und wie das aufgebaut wird. Und es wird wirklich eine Zeitreise in die 80er, aber nicht antiquiert, sondern es wird es wird irgendwie, man ist 2026, aber man erlebt die 80er. Das ist wie so Time Mobile, ja? Also wo man sagt, wow, ich bin hier, aber eigentlich war das so. Also das wird wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also ich habe mir das eingetragen, ne? Also bei mir steht, das war doch hier, der 27. März, der Freitag, Das oder? ist Frankfurt, genau. Ne? Genau, habe ich hier eingetragen. Also nicht, dass du meinen Platz jetzt wieder weiterverkaufst, ja, wenn es jetzt hier knapp wird. Ne? Also ich hoffe doch wohl, dass das Kunzilein auch hier einen Ehrenplatz bekommt bei diesem Also sagen wir Konzert. mal so, wenn du dich in den nächsten Wochen noch richtig nett verhältst, kriegst du auch Backstage. Genau, mal so ganz anders wie sonst, ja. Wenn ich also mal ausnahmsweise nett bin zu dir, darf ich vielleicht auch Backstage. Ja, gut, streng dich an. Ich guck mal, ich rede mal mit deiner Frau, mal gucken, ja. Ach, jetzt die Nummer wirklich um die Hintertür. Das ist ja großes Thema. Aber ich freue mich, ich bin total gespannt. Also, das ist ja zurzeit, ja, du hast ja zurzeit wirklich so einen Mega-Hype. Also, Glückwunsch. Ich kann dich da nur beglückwünschen und natürlich ist das ja auch immer so eine Sache, das hast du ja auch letztens gesagt, dass sowas ja nur auch mit den Fans funktioniert und mit den treuen Fans, die das Ganze auch mittragen und die das schon über Jahrzehnte tun und jetzt auch nochmal hier alle sind on fire und haben diese Alben ja auch gekauft und haben dich da entsprechend promotet. Supported ist, glaube ich, noch besser. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so der Mega-Hype ist, weil ich glaube, das ist einfach das Resultat von jahrelangem Arbeiten am Erfolg und an sich glauben. Hype ist immer so eine Momentgeschichte. Es ist jetzt da. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, Ich okay, glaube, ja. es kommt jetzt einfach, wofür ich viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gearbeitet habe, dass die Menschen sagen, okay, der Thomas, der kann wirklich, der macht eine geile Show, der singt Songs, die wir mögen, der weiß, was er tut, das ist einfach ein Profi. Ich glaube, das ist das Resultat davon. Und man muss ja auch sagen, dass du auch nie stehen geblieben bist, dass du dich auch immer wieder mit der Zeit gegangen bist, dass du dich auch immer wieder neu entdeckt hast. Also es ist nicht so wie, ach, jetzt kommt er wieder damit, ich kann es nicht mehr hören oder so, sondern es ist ja immer wieder neu, da ist ja immer Entwicklung dabei. Und das spürt man jetzt einfach. Ich habe heute wieder wirklich zusammengesessen, also vor ein paar Tagen schon mit Christian, aber auch jetzt mit dem Musiker auch, wo wir sagten, okay, wie können wir den Song, was können wir dem neuen Dreh geben? Was können wir denn neu einbinden? Was können wir machen? Weil ihr müsst euch vorstellen, ich meine, um es zu sagen, ein You're My Heart, You're My Soul gibt's seit 40 Jahren. Und das war mehr oder weniger ein Welthit. Was willst du daran neu erfinden? Aber wie kriegst du die Emotion
wieder neu hochgehoben für ein Publikum? Wie kannst du sie wieder neu mit diesem Song begeistern? Und da brauchst du einfach Ideen und dann musst du einfach überlegen, was kann man machen? Was ist möglich? Was kann ich bei einer Tour machen? Was kann ich bei meinen Konzerten auf der Welt machen? Und ich will gar nicht sagen, das ist Arbeit, nein, ich liebe es, so etwas zu kreieren, aber das fällt einem ja nicht in den Schoß. Das muss man ja machen. Die Ideen müssen einem einfallen und die müssen erarbeitet werden. Und ich glaube, das ist ein Teil meines Erfolges. Nie stehen bleiben und nie sagen, ich bin angekommen, sondern ich habe für die nächste Tour schon wieder neue Ideen. Okay, jetzt verstehe ich das auch. Dann nehme ich das auch mit dem Hype zurück, weil in der Tat Hype ist was anderes. Das stimmt. Hype, das sind meistens so Sachen, das geht eine gewisse Zeit und dann war's das und dann hörst du nie wieder was davon. Das ist ja in deinem Fall nicht so. Nein. Also von daher, ja. Hast du Vielen recht. Dank, Herr Kunze, Sie haben das sehr gut definiert. Ich kann ja noch so viel lernen von dir. Und ihr, ja, also da sagt er nichts dagegen, ist ja klar. Also, Ja, ist so. wenn du recht hast, Ja. hast du mal recht. Ja, wenn ich mal recht habe. Ja, also das war jetzt der heutige Podcast, die erste Episode 2026. Wir hören uns dann auch wieder im Februar, also Ende Februar gibt's dann die nächste Episode, wo wir sicher wieder einiges zu berichten haben. Wir werden auch demnächst mal wieder Fragen beantworten, also sollte euch jetzt aktuell was beschäftigen oder auch schon länger, ihr könnt jederzeit uns schreiben per E-Mail podcast@thomas-anders.com. Die Fragen von euch, die wir dann veröffentlichen, da kriegt ihr natürlich die Podcast-Tasse. Das behalten wir natürlich bei. Und ansonsten, wenn ihr Thomas ein bisschen nahe sein wollt, ne, also er ist oft bei mir, ja, wenn ich so eine Flasche von seinem Rosé-Sekt aufmache, ja, denke ich immer so, Prost Thomas, zum Wohl, ist lecker. So, meine Frau sagt dann immer, trink mal wieder auf Thomas, ja, alles klar, trink wieder auf Thomas, Prost. Bötchen. Der ist aber auch gut, der Rosé-Sekt. Also das kann man gar nicht anders sagen. Der läuft super und von daher, also das gibt's ja auch alles unter den bekannten Homepages von Thomas und ihr findet ja auch hier unterhalb in den Shownotes nochmal die Links. Wie immer hast du, lieber Thomas, das letzte Wort. Es war wieder wunderbar, auch im neuen Jahr, die erste Episode im neuen Jahr sozusagen. Und für mich kommt jetzt ein bisschen viel Arbeit auf mich zu und ich freue mich darauf, ich liebe es. Und wir haben jetzt schon unsere Probedaten und wir machen das. Und ja, ich hoffe nur, dass alle die Chance haben, halt eben in meine Konzerte zu kommen, dass sie wirklich sich abgeholt fühlen. Und ich danke dir, mein lieber Kunzi, dass du auch dabei warst, so wie immer. Und das Jahr hat angefangen und ich freue mich auf ein grandioses Jahr. Alles Gute an euch. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.